herzlich willkommen zu einem neuen Storytime Tuesday. Ja, für die, die uns noch nicht kennen, wir sind Selena und Jenin und wir sind auf Weltreise seit August diesen Jahres. Wenn euch das Thema Reisen und Weltreise interessiert, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, darüber würden wir uns sehr freuen. Genau, wir haben bereits auch schon ein paar Länder bereist. Unter anderem waren wir in Rumänien, in der Türkei, Abu Dhabi, Dubai und jetzt zuletzt waren wir in Indien einen ganzen Monat lang. Genau, und über Indien werden wir heute auch reden. Das wird unser Fazitvideo. Alles, was ihr über Indien wissen solltet, von Anfang bis Ende. Wir waren jetzt 30 Tage dort und es war eine Achterbahnfahrt. Es war wirklich ein Auf und Ab, ja. Ein Wechselbad der Gefühle. Es war alles dabei. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und was es alles war und was alles dabei war, das erfahrt ihr jetzt. Also, wir sind angekommen in Indien. In Neu-Delhi, in der Hauptstadt von Indien. Und dieses Gefühl ist einfach, Indien ist ein anderer Planet. Ja. Die Menschen sind anders, die Regeln sind anders. Die Welt ist da komplett anders. Die haben ganz andere Probleme. Keiner spricht über die üblichen Dinge, die wir in Indien, die wir in Europa besprechen, ja. Also es ist komplett anders. Die Menschen haben andere Sorgen. Ja. Das Land ist arm, aber auch gleichzeitig sind super viele reiche Menschen dort. Super reich, super arm, kaum was dazwischen. Ja, gefühlt nicht. Es gibt super viele Einwohner. Wie viele Einwohner? Milliarden, oder? Ja, mehr, ich weiß Es ist nicht. auf jeden Fall voll. Es gibt keine einzige ruhige Straße. Falls ihr mal eine ruhige Straße in Indien sehen solltet, sagt uns gerne Bescheid. Schreibt's in die Kommentare. Eigentlich seid ihr nie allein und dazu kommen wir auch zu dem Thema, ihr seid nie alleine. Ihr habt nie Ruhe in Indien. Nein. Ihr müsstet euch theoretisch irgendwo einsperren im Zimmer, dass ihr Ruhe habt, wenn ihr ein Privatzimmer habt und nicht in einem Dorm wie wir mit 18 Leuten schlaft. Genau, als Europäer werdet ihr immer angesprochen, sei es Fotos machen, sei es hier was kaufen, da Tuk-Tuk fahren, Taxi, alles. Inder sind super freundlich und super hilfsbereit. Du guckst irgendwo auf eine Tafel, der Eismann. Du guckst irgendwo auf der Tafel und hast ein Fragezeichen im Gesicht und wirst direkt angesprochen, hey, brauchst du Hilfe? Das stimmt. Eigentlich können zu 80% alle Englisch und es ist verständlich. Also es ist natürlich dieser Akzent da, aber Die meisten können gut Englisch. ja, würde du ich schon kommst sagen. sehr gut voran mit Englisch und du solltest auf jeden Fall auch Englisch können, weil sonst hast du ein Problem. Sonst was. Genau, Thema Verkehrsmittel. Ja, in Indien ist das beliebteste Verkehrsmittel der Zug. Wir sind auch sehr oft mit dem Zug gefahren, sei es tagsüber oder über Nacht. Züge könnt ihr meistens im Touristencenter buchen oder am Bahnhof direkt, online oder im Hostel. Da müsst ihr euch dann einfach informieren. Vergleicht aber vorher immer online die Preise, weil in Hostels und in Büros, Touristenbüros nehmen sie extra Gebühren. Ja. Und lasst euch nicht verarschen, denn sie sind manchmal wirklich übertrieben. Genauso ist es mit den Tuk-Tuk-Fahrern. Seid hartnäckig, passt genau auf. Kontrolliert immer am besten mit der Uber-App, die gut funktioniert in Indien, oder die Ola-App. Also Uber oder Ola, das wird genutzt in Indien. Wird natürlich nicht in jeder Stadt genutzt, aber in den meisten schon, gerade in den Großstädten. Prüft dort immer den Preis, weil die App weiß natürlich nicht, dass du ein Ausländer bist und gibt dir natürlich den Preis raus, der die Inder bezahlen würde. Ja, und wenn euch das nicht passt, Leute, geht einfach weiter. Und sie kommen dir hinterher. Genau. Eigentlich zu 99% hast du immer den Preis, den du am Anfang verlangt hast. Es sei denn, du übertreibst natürlich und gehst unter die Gürtellinie. Aber ja, bleib hartnäckig. Ansonsten gibt es natürlich auch dort Autos, die du benutzen kannst, aber die sind natürlich immer ein bisschen teurer als jetzt ein Tuk-Tuk, weil es einfach mehr Komfort bietet. Genau. Sonst gibt es auch noch so Fahrräder. Die haben wir... So Rikscha. Ja. Rikscha, ne? Ja, genau. Aber das haben wir nur einmal genutzt. Und das Nein. war nichts Richtiges. Nee. Also ja, wir sind sehr viel Tuk-Tuk gefahren. Ihr könnt aber auch Metro fahren. Genau. Sehr, sehr günstig. Und modern. Sehr sauber auch. Und man kann sich die Tickets direkt am Schalter dort vor der Schranke holen. Genau, ganz einfach. Ihr sagt einfach, wo ihr hin müsst und dann bekommt ihr die Tickets. Easy.
Ihr könnt natürlich auch Inlandsflüge nehmen. Da gucken wir immer über Skyscanner, weil der vergleicht richtig gut die Preise und sucht euch immer den günstigsten Flug raus. Aber auch da, wenn ihr irgendwo in der Walachei, sag ich jetzt mal, seid, wo es keinen International Flughafen gibt, dann werdet ihr da auch keine günstigen Flüge bekommen. Also ich sag mal so, von Goa nach Mumbai kommt ihr günstig weg, genauso von Mumbai nach Goa. Aber wenn ihr jetzt von Varanasi nach Goa fliegen wollt, schwierig. Also einfach immer vergleichen, immer prüfen, was am sinnvollsten ist. Auf jeden Fall solltet ihr Indien etwas mehr planen als andere Länder, weil es ist jetzt kein... es ist nicht überlaufen mit Touristen. Nee, gar nicht. Indien ist wirklich ein Land, was du als Backpacker bereisen kannst, aber sehr viel auf dich alleine gestellt bist. Also du musst wirklich viel forschen in dem Sinn. Du musst viel planen. Es ist nicht so fortgeschritten wie andere Länder, auch von der Infrastruktur. Du kommst nicht so einfach weg. Also du hast den Zug, ja, aber auch da musst du ein bisschen planen, weil du solltest nicht niedriger als 2. Klasse fahren. Niemals. Gerade als Frau viel zu unsicher. Immer 2. Klasse fahren, sind wir auch immer gefahren. Und ihr habt ja reservierte Plätze, deswegen dadurch, dass es das beliebteste Reisemittel ist in Indien, ist es auch immer gut ausgebucht. Deswegen immer ein paar Tage vorher schon planen, wo ihr als nächstes hin wollt. Wenn ihr natürlich wisst, wo ihr die ganze Zeit hin wollt, wie lange ihr dahin wollt, dann macht es direkt alles buchen fertig. Dann habt ihr keine Sorgen mehr. Aber ja. Kommen wir nun zum Thema Kosten. In Indien fangen wir an mit dem Essen. Das Essen in Indien ist sehr, sehr günstig. Für eine volle Mahlzeit bezahlst du ungefähr 2 bis 4 Euro, je nachdem. Und diese Mahlzeit ist auch so reichhaltig, dass wir uns die öfters geteilt haben und trotzdem nicht alles aufgegessen haben. Nee, es ist super viel. Du bekommst halt immer einen Topf mit dem entweder vegetarisch oder fleischlastigen Essen, also irgendwie was mit Soße. Und dann bestellst du eine Portion Reis dazu, das ist nochmal so ein Topf. Und wir haben meistens dann noch Nahenbrot bestellt, was übrigens eine sehr gute Empfehlung von uns ist. Bestellt euch immer. Garlic Naan. Ja, es ist super lecker. Und gewöhnt euch dran, mit Händen zu essen. Ja. Ihr werdet komisch angucken, wenn ihr Besteck benutzt. Alle essen mit Händen. Es gibt auch überall Waschbecken in jedem Lokal. Wascht euch immer vorher die Hände und dann seid ihr safe. Wir haben auch immer alles gut vertragen. Ja. Wir waren immer auswärts essen. Wir haben nicht einmal eine Küche benutzt, weil wir gar keine Küche hatten. Wir haben nicht einmal Magen-Darm-Probleme gehabt. Natürlich haben wir auch also wir haben uns die Lokale natürlich vorher angeguckt. Ne? Sind da viele Leute? Sieht es da einigermaßen sauber aus? Auf den Straßen, also Streetfood haben wir jetzt nicht gegessen, sage ich euch ganz ehrlich. Naja, wobei in Goa... Ja gut, da ist eine Lokal, aber so, ich meine jetzt mit Ständen auf den Straßen, ja, als wir gesehen haben, wie es da aussah. Wir sind halt mit Indern dann unterwegs gewesen und mit denen haben wir dann draußen gegessen, weil die wussten, was gut ist und was nicht. Auf die haben wir uns vertraut. Aber dann so in Delhi und so sehr schwierig, weil überall halt auch Fliegen, Ratten und so rumlaufen. Ist halt nicht so nice. Traut euch, wenn ihr wollt. Wir hatten leider nicht den Mut. Deswegen, wir haben aber alles gut vertragen. Wir haben in Restaurants gegessen und die Preise sind jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich. Also Restaurants sind halt auch wirklich nur, wo 2 Tische und Stühle sind. Also es ist nicht das Restaurant, was wir aus Deutschland kennen, ja? Mit, er bringt dir eine Karte an den Tisch und sowas. Sowas gibt's auch und da kannst du auch eine Menge Geld lassen. Also in jedem Land, was wir bis jetzt gelernt haben, kannst du eine Menge Geld lassen, wenn du willst. Überall, auch im ärmsten Viertel. Das stimmt. Genau, des Weiteren Kosten für Touristenattraktionen oder Attraktionen allgemein. Für ein paar Sachen haben wir Eintritt bezahlt. Für ein paar nicht. Für ein paar nicht. Und es ist immer so, dass du in Indien als Ausländer mehr bezahlst, als wenn du Einheimischer bist. Was wir zum Teil natürlich verstehen können, weil die Lebensunterhaltungskosten. Ja. Das klingt so cool. Leute, sorry, aber manchmal, wir können kein Deutsch mehr. Wir haben es manchmal schon echt verlernt, weil wir gar nicht mehr die Wörter benutzen. Aber die leben ja mit einem ganz anderen Geld im Monat als wir. Ja? Wir kommen mit unserem Euro aus Europa und haben natürlich mehr als sie. Ja. Trotzdem sind wir Low-Budget-Traveler und wollen trotzdem nicht den hier machen. Aber dadurch haben die Inder natürlich geringere Eintrittspreise als wir. Aber was nicht fair ist, dass es teilweise das Zehnfache ist, was wir zahlen müssen. Ja. Also der krasseste Beispiel ist halt wirklich
12 Euro Taj Mahal für Ausländer und 50 Cent für die Inder. Ja. Das ist viel zu heftig, weil es ist halt letztendlich nur ein Gebäude. Also, ja, du erlebst halt nichts. Es ist jetzt nicht wie so ein Freizeitpark, wo du da noch so Adrenalin hast oder so. Und zumal bist du nie an Touristenattraktionen alleine. Du wirst nie in Ruhe gelassen. Einmal in einer Touristenattraktion gelandet, bist du der Fotospot Nummer 1. Du bist viel interessanter als die eigentliche Attraktion. Wir sind auf jeden Fall auf Hunderten von Fotos drauf, Leute. Ja, ich weiß nicht, in wie vielen Wohnzimmern wir jetzt hängen in Familienfotos. Also genau, das ist halt auch immer, du wirst immer von den Indern gescannt. Ja. Immer. Also du wirst wirklich gescannt, du wirst so angeguckt. Das ist so krass, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also als ob ihr ein Alien wärt oder so. Ja. Wirklich. Genau, und Thema Unterkünfte, kannst du auch günstig schlafen. Also natürlich je nachdem, was du für einen Komfort möchtest. Möchtest du immer in Privatzimmern schlafen, bezahlst du etwas mehr, als wenn du in einem 18-Bettzimmer schläfst. Also du kannst, glaube ich, ab 2 Euro pro Nacht schlafen. Aber ja, achte immer auf die Sauberkeit, um auch gesund zu bleiben. Und achte darauf, dass du dich wohlfühlst. Also wir haben immer einen Mix gemacht aus Schlafsälen und Privatzimmern und das war eigentlich für uns am besten. Und die Schlafsäle, die wir hatten, konnten uns eigentlich nicht beschweren, weil die Leute waren nett. Ja. Wir hatten eigentlich immer größtenteils saubere Toiletten. Ja. Die Toiletten sind halt leider so in Schlafsälen, dass, gerade wenn du mit Männern schläfst, tut mir leid, aber ja, die pissen halt im Stehen, muss ich leider so sagen. Und dann ist die Toilettenschüssel voller Pisse. Toilettenrand. Genau, und dann hast du gar keinen Bock mehr dahin zu gehen und dann trainierst du halt mal deine Blase 12 Stunden, ohne aufs Klo zu gehen. Wir sind sehr trainiert. Wir sind sehr trainiert, auch durch die 12-stündigen Nachtzugfahrten. 12 Stunden Zugfahrt plus Anreise und Abreise vom Bahnhof. Also wir sind locker mal 15 Stunden ohne Toilette. Das können wir jetzt auch easy. Ja. Wir können den ganzen Tag ohne aufs Klo. Und wir trinken hier die ganze Zeit. Also ist nicht so, dass wir nichts trinken. Also wir sind sehr trainiert. Das solltet ihr auf jeden Fall auch sein für Indien. Es sei denn, ihr habt keine Probleme, aufs Klo zu gehen. Wir sind da mal ein bisschen sensibel. Ja, was gab es noch an Kosten? Transportkosten. Wir haben uns zum Beispiel auch einen Roller gemietet in Goa. Und das ist auch sehr, sehr günstig. Für einen Tag zum Beispiel hatten wir einmal 300, oder? Ja, das sind 4 bis 5 Euro immer so gewesen, die wir bezahlt haben. Wenn du natürlich mehrere Tage machst, kannst du doch mal so ein Angebot rausholen. Auf jeden Fall immer fragen, ob die es günstiger machen. Traut euch immer zu handeln. Immer. Ja. Überall. Bitte überall handeln. Außer jetzt natürlich im Restaurant oder im Hostel. Aber sonst, wenn ihr einkaufen wollt, handelt. Wenn ihr Roller mietet, handelt. Immer handeln. Und bei den Verkehrsmittel, Tuk-Tuk und so sowieso. Genau, und das konntest du auch günstig machen in Goa. Und das war auch richtig cool, weil der Verkehr ist nochmal anders als in Delhi. Goa war übrigens richtig schön. Ja, ihr werdet von Goa nur kurze Videos von uns bekommen, da wir nicht gevloggt haben. Wir hatten die Kamera zu Hause gelassen im Hostel, da wir einfach mal ein bisschen die Zeit genossen haben und für uns waren und einfach mal versucht haben zu regenerieren, damit wir jetzt euch wieder richtig Material leisten können. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit zu Indien. Also uns hat Indien sehr gut gefallen, vor allem der Süden. Wir würden auf jeden Fall nochmal hinreisen und zwar nach Kerala, das ist auch im Süden. Da konnten wir jetzt leider nicht hin, weil da momentan dieser Nipah-Virus rumgeht. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber deswegen wurde uns davon auch abgeraten. Aber wir haben von vielen Leuten gehört, es soll sehr, sehr schön sein. Deswegen ist es bestimmt nochmal eine Reise wert dorthin. Und natürlich würden wir nochmal nach Goa kommen. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Am Strand mit den Palmen. Einfach der Vibe. Es war wunderschön. Nochmal zu Goa. Südgoa ist mehr zum Relaxen. Nordgoa ist mehr Party. Südgoa ist sauberer als Nordgoa. Ja. Also wenn ihr relaxen und saubere, schöne Strände haben wollt, geht nach Südgoa. Wenn ihr einen Partyurlaub wie auf Malle haben wollt, geht nach Nordgoa. Ganz Aber einfach. wirklich. Aber macht einfach eine Kombi aus beiden. Geht erst nach oben und dann relaxt ihr unten genau. und dann kommt ihr entspannt nach Hause. Perfekt. Und
Wir würden auch gerne nochmal nach Mumbai fliegen, denn dort waren wir als letztes leider nur 2-3 Tage. Wir hatten zu wenig Zeit, aber was wir von Mumbai gesehen haben, hat uns bis jetzt sehr gut gefallen. Deswegen würden wir auf jeden Fall nochmal wieder dorthin kommen. Ihr seht übrigens den Mumbai-Vlog jetzt am kommenden Sonntag. Das ist ja auch unser letztes Video aus Indien, unser letzter Vlog. Und was uns da passiert ist, ja, darauf könnt ihr gespannt sein. Ich kann nur so viel sagen, mein Traum hat sich erfüllt. Mein lang ersehnter Traum seit meiner Kindheit hat sich an diesem Tag erfüllt. Und ja, freut euch einfach auf Sonntag. Genau, was können wir jetzt noch sagen? Allgemein können wir es einfach empfehlen, Leute, wenn ihr Abenteuer wollt, wenn ihr eine andere Welt sehen wollt, wenn ihr dafür bereit seid, dann reist auf jeden Fall nach Indien. Also Ja. ich würde es nicht missen wollen. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben, mit allen guten Erfahrungen, mit allen schlechten Erfahrungen. Das gehört dazu. Ja. Es kann nie alles perfekt sein und die Leute waren wirklich alle super nett. Wir hatten nicht eine schlechte Erfahrung mit Menschen gemacht und wir haben uns auch immer sicher gefühlt. Das stimmt. Also wir haben ja super viele Vorurteile gehört. Ja, Leute, zwei Mädels in Indien, sehr gefährlich, Vergewaltigung. Ich muss es aussprechen, aber alle meinten so, pass auf, die Inder vergewaltigen einen. Finde ich furchtbar, dieser Vorurteil, weil war leider gar nicht so. Was heißt leider? Es war nicht so. Zum Glück war es Zum nicht Glück so. war es nicht so und wir hatten auch gar nicht einmal dieses Gefühl, dass irgendwie so eine Situation auf uns zukommen würde. Also das kann ich gar nicht bestätigen und ich finde es auch schlimm, dass man sowas immer dann gesagt bekommt, weil wir haben jetzt einfach das Gegenteil erlebt. Ja, Zum Glück. Wir haben uns jederzeit sicher gefühlt. Wir können Wir sagen, wurden nicht ausgeraubt, Ja. nicht beklaut, es ist Gar gar nicht. nichts passiert. zum nicht mal Glück. ein versuchter Diebstahl, nicht mal eine versuchte Anbaggerei. Es war alles wie woanders auch. Ja. Alles sozial, wirklich gut. Also auch als Alleinreisende kannst du easy nach Indien. Also wir haben super viele Mädels getroffen, die alleine durch Indien reisen. Das sagt ja schon alles, oder? Und es ist super günstig. Also wenn ihr nicht so viel Geld im Urlaub ausgeben wollt, außer der Flug natürlich jetzt aus Deutschland, ist natürlich teuer, aber sonst reist nach Indien, macht es. Und Ihr lasst es werdet uns es wissen. nicht bereuen. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen Indien näher bringen, Ja. ein paar wichtige Informationen für euch darlegen ein paar Facts auf den Tisch hauen. und vielleicht euch überzeugen, dass ihr auch mal nach Indien reisen wollt. Guckt auf jeden Fall unsere Indien-Videos an, denn da seht ihr nochmal Näheres zu Indien, auch wie es dort aussieht und was wir so erlebt haben. Und ich wollte auch nochmal Danke an alle unsere indischen Abonnenten sagen, Ja. die uns hier die ganze Zeit supporten, die auch jetzt irgendwie Freunde geworden sind. Wir haben super viele Leute dort kennengelernt und es ist einfach schön, überall auf der Welt jetzt Freunde. Bekanntschaften zu haben, Freunde zu haben, weil wer weiß, vielleicht kommt man zu irgendeinem Ort wieder und man hat direkt jemanden vor Ort, den man dann nach langer Zeit wieder sieht. Also ja, Das war's dann auch schon für heute von unserem Storytime Tuesday. Und dann seht ihr unseren nächsten Vlog am Sonntag. bis dann! Ciao!